Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das jeder kennt: Probleme. Ja, Probleme hat jeder. Aber ich merke, dass ich auf Deutsch oft nicht weiß, wie ich darüber sprechen soll. Genau das ist heute unser Thema. Wie sprichst du auf Deutsch über deine Probleme? Wie erzählst du jemandem, was gerade nicht gut läuft? Wie fragst du um Hilfe? Das klingt eigentlich sehr wichtig. Denn Probleme kommen immer. Genau. Und wenn du in Deutschland lebst oder Deutsch sprichst, passiert es irgendwann. Jemand fragt dich, wie geht es dir? Und die Antwort ist nicht gut. Und dann weißt du nicht, was du sagen sollst. Genau. Du weißt vielleicht, was du fühlst, aber die Wörter fehlen. Und das ist frustrierend. Viele Lernende kennen diesen Moment. Sie verstehen viel Deutsch, aber wenn es emotional wird, wenn es persönlich wird, dann blockieren sie. Ja, das kenne ich gut. Und das ändern wir heute. Du lernst, wie du einfach und klar über Probleme sprechen kannst. Nicht perfekt, aber ehrlich und verständlich. Und ich sage dir direkt am Anfang: Du brauchst keine langen Sätze. Du brauchst keine perfekte Grammatik. Du brauchst nur einfache, klare Wörter. Das nimmt schon viel Druck. Genau. Denn wenn du ein Problem hast, willst du nicht an Grammatik denken. Du willst sprechen. Aber bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um kurze Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Situationen, die du sicher kennst oder bald selbst erleben wirst. Genau wie hier lernst du dort, wie Menschen wirklich sprechen. Nicht aus dem Lehrbuch, sondern echt, direkt und natürlich. Mit einem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Den Link findest du in den Kommentaren. Und jetzt starten wir. Denn heute geht es darum, wie du wirklich sprechen kannst, wenn es darauf ankommt. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir ins erste Kapitel. Gut, dann starten wir jetzt. Und ich beginne mit einer einfachen Frage. Was sagst du, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Und es geht dir nicht gut. Das ist tatsächlich schwierig. Ich sage meistens einfach gut, auch wenn es nicht stimmt. Genau. Das machen viele, weil sie nicht wissen, wie sie ehrlich antworten können. Aber heute lernst du genau das. Einfache Sätze, die du sofort benutzen kannst. Der einfachste Einstieg ist: Es geht mir nicht so gut. Das ist kurz, das ist klar. Und es öffnet das Gespräch. Es geht mir nicht so gut? Sehr gut. Und jetzt kannst du einen kleinen Grund dazu geben. Einfach, kurz. Zum Beispiel: Ich habe gerade viel Stress oder ich bin gerade müde oder es ist gerade viel. Es ist gerade viel. Perfekt. Das ist ein Satz, den Muttersprachler wirklich benutzen. Er ist kurz, aber er sagt viel. Das gefällt mir. Es klingt natürlich. Genau. Du musst nicht alles erklären. Manchmal reicht ein Satz. Ich gebe dir jetzt ein paar einfache Sätze, die du für viele Situationen nutzen kannst. Ich habe gerade ein Problem. Ich stecke gerade in einer schwierigen Situation. Ich brauche gerade etwas Hilfe. Es läuft gerade nicht so gut. Es läuft gerade nicht so gut. Sehr gut. Merkst du etwas? Diese Sätze sind alle kurz, sie sind alle A2 und sie funktionieren in vielen Situationen. Ja? Und sie klingen nicht dramatisch. Genau. Das ist wichtig. Du willst sprechen, du willst kommunizieren, nicht perfekt klingen. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag: Es geht mir nicht so gut. Es geht mir nicht so gut. Jetzt: Ich habe gerade viel Stress. Ich habe gerade viel Stress. Jetzt: Es ist gerade viel. Es ist gerade viel.
Sehr gut, genau so. Kurz, klar und natürlich. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Du kannst diese Sätze auch kombinieren. Zum Beispiel: Es geht mir nicht so gut. Ich habe gerade viel Stress. Es ist gerade einfach viel. Das klingt schon wie ein echtes Gespräch. Genau. Und das ist das Ziel. Nicht ein perfekter Satz, sondern ein echter Moment. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du dein Problem genauer beschreibst, wie du erklärst, was passiert ist und wie du dich dabei fühlst. Das brauche ich wirklich. Perfekt. Dann gehen wir weiter. Gut. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Du kannst jetzt sagen, dass es dir nicht gut geht. Das ist schon sehr gut, aber manchmal willst du mehr sagen. Du willst erklären, was das Problem ist. Ja, genau. Manchmal will ich nicht nur sagen, dass es ein Problem gibt. Ich will auch sagen, was das Problem ist. Genau. Und das machen wir jetzt. Der einfachste Weg ist: Du beschreibst das Problem mit einem kurzen Satz, ohne lange Erklärung, ohne Hintergrundgeschichte, einfach direkt. Zum Beispiel: Ich habe Probleme mit meiner Arbeit. Oder: Es gibt Stress zu Hause. Oder: Ich habe einen Konflikt mit einem Freund. Ich habe einen Konflikt mit einem Freund. Sehr gut. Und jetzt kannst du einen kleinen Schritt weitergehen. Du sagst, was genau passiert ist, immer noch kurz, immer noch einfach. Zum Beispiel: Wir haben uns gestritten. Oder: Er hat etwas gesagt, das mich verletzt hat. Oder: Wir sprechen gerade nicht miteinander. Wir sprechen gerade nicht miteinander. Perfekt. Das ist ein starker Satz, kurz und klar. Aber wie sage ich, wie ich mich dabei fühle? Sehr gute Frage. Und das ist der nächste Schritt. Du fügst ein Gefühl dazu. Ganz einfach. Das macht mich traurig. Das macht mich nervös. Das macht mich wütend. Ich fühle mich überfordert. Ich weiß gerade nicht weiter. Ich weiß gerade nicht weiter. Sehr gut. Das ist ein sehr echter Satz. Viele Menschen sagen das. Das klingt wirklich natürlich. Genau. Weil es echt ist. Du sprichst nicht aus einem Buch. Du sprichst aus dem Leben. Jetzt machen wir einen kleinen Dialog. Ich frage dich, du antwortest. Wie geht es dir heute? Nicht so gut. Ich habe Stress bei der Arbeit. Es ist gerade viel. Ich fühle mich etwas überfordert. Das tut mir leid. Was ist passiert? Ich habe viele Aufgaben und wenig Zeit. Das macht mich nervös. Sehr gut. Das ist ein echtes Gespräch. Ich merke, ich kann schon viel mehr sagen als vorher. Genau. Weil du nicht versuchst, perfekt zu sein. Du sagst, was du wirklich meinst. Und das ist viel stärker. Sprecht jetzt alle laut mit. Sag: Ich habe Probleme mit meiner Arbeit. Ich habe Probleme mit meiner Arbeit. Jetzt: Das macht mich nervös. Das macht mich nervös. Jetzt: Ich weiß gerade nicht weiter. Ich weiß gerade nicht weiter. Perfekt. Genau diese Sätze helfen dir in echten Situationen. Im nächsten Kapitel zeige ich dir, wie du um Hilfe bittest. Denn das ist oft der schwierigste Teil. Oh ja, das stimmt. Um Hilfe bitten ist schwer. Dann gehen wir weiter. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der für viele besonders schwierig ist. Um Hilfe bitten. Ja, das stimmt. Ich finde es schwer, um Hilfe zu bitten, auch auf Deutsch. Und das ist sehr menschlich. Viele Menschen finden das schwer, egal in welcher Sprache. Aber auf Deutsch kommt noch eine extra Hürde dazu. Du weißt nicht, wie du es sagst. Genau. Ich denke oft, ich kenne die Wörter nicht. Und heute lernst du sie. Einfach, direkt und sofort nutzbar. Der einfachste Weg, um Hilfe zu bitten, ist: Kannst du mir helfen? Das ist kurz. Das ist klar. Das funktioniert immer.
Kannst du mir helfen? Sehr gut. Und du kannst es auch etwas spezifischer machen. Kannst du mir kurz helfen? Ich bräuchte kurz deine Hilfe. Hast du einen Moment für mich? Hast du einen Moment für mich? Perfekt. Das ist ein sehr natürlicher Satz. Du fragst höflich. Du gibst der anderen Person die Wahl. Das fühlt sich weniger schwierig an, als ich dachte. Genau. Weil du keine langen Erklärungen brauchst. Du brauchst nur einen einfachen Einstieg. Und dann erzählst du kurz, worum es geht. Ich habe gerade ein Problem und weiß nicht weiter. Ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann. Ich bin gerade überfordert und bräuchte Rat. Ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann. Sehr gut. Das ist ein sehr starker Satz. Er zeigt, dass du nicht allein sein willst. Und das verstehen alle. Aber was, wenn ich Hilfe bei etwas Konkretem brauche? Zum Beispiel bei der Arbeit oder mit einem Formular? Sehr gute Frage. Dann sagst du, kannst du mir helfen, das zu verstehen? Kannst du mir zeigen, wie das funktioniert? Ich verstehe das nicht ganz. Kannst du das kurz erklären? Ich verstehe das nicht ganz. Kannst du das kurz erklären? Perfekt. Siehst du, wie einfach das ist? Du musst nicht das perfekte Deutsch haben. Du musst nur klar sagen, was du brauchst. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Es ist okay zu sagen, dass du noch lernst. Das klingt gut, aber ich schäme mich manchmal dafür. Das verstehe ich. Aber stell dir vor, jemand sagt zu dir, Entschuldigung, ich lerne noch Deutsch. Kannst du das bitte langsamer sagen? Was denkst du dann? Ich würde helfen. Natürlich. Genau. Die meisten Menschen helfen gern. Du musst dich nicht schämen. Du lernst. Das ist mutig. Sag, ich lerne noch Deutsch. Kannst du das bitte wiederholen? Ich lerne noch Deutsch. Kannst du das bitte wiederholen? Sehr gut. Noch einmal. Ich lerne noch Deutsch. Kannst du das bitte wiederholen? Perfekt. Dieser Satz kann dir in vielen Situationen helfen. Und jetzt noch ein letzter Satz für dieses Kapitel. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du auch einfach sagen, ich brauche gerade einfach jemanden, der zuhört. Das ist schön. Das klingt sehr menschlich. Genau. Und das ist Deutsch, nicht perfekte Grammatik, sondern echte Kommunikation. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du auf Probleme von anderen reagierst, denn Gespräche gehen in beide Richtungen. Oh ja, das ist auch wichtig. Ich weiß oft nicht, was ich sagen soll, wenn jemand anderes ein Problem hat. Genau das machen wir als nächstes. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Du weißt jetzt, wie du über deine eigenen Probleme sprechen kannst. Aber was passiert, wenn jemand anderes ein Problem hat? Was sagst du dann? Das ist tatsächlich auch schwierig. Ich weiß oft nicht, ob ich fragen soll oder ob ich einfach zuhören soll. Genau, und das ist ein sehr feines Thema, auch unter Muttersprachlern. Aber es gibt ein paar einfache Sätze, die immer helfen. Sie zeigen, dass du zuhörst, dass du da bist und dass du dich kümmern willst. Der einfachste Einstieg ist, alles okay bei dir? Das ist eine einfache Frage, aber sie öffnet eine Tür. Alles okay bei dir? Sehr gut, oder? Du wirkst heute etwas ruhig. Ist alles gut? Du wirkst heute etwas ruhig. Ist alles gut? Perfekt. Das zeigt, dass du aufmerksam bist, dass du die andere Person siehst. Das fühlt sich fürsorglich an. Genau. Und wenn jemand dann anfängt zu erzählen, dann kommt der nächste Schritt. Zuhören und reagieren. Und hier machen viele Lernende einen Fehler. Sie versuchen, sofort eine Lösung zu geben. Aber das ist oft nicht das, was die andere Person braucht. Ja, das stimmt. Manchmal will man einfach nur, dass jemand zuhört. Genau. Und deshalb sind diese kleinen Reaktionen so wichtig. Das klingt wirklich schwierig.
Das tut mir leid, das verstehe ich. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Sehr gut, das ist ein starker Satz. Er zeigt Empathie, ohne zu urteilen. Und wenn ich mehr fragen will? Dann fragst du einfach, möchtest du darüber sprechen? Oder kann ich irgendetwas tun? Oder ganz einfach, ich bin da, wenn du reden willst. Ich bin da, wenn du reden willst. Perfekt. Das ist einer der stärksten Sätze, die du jemandem sagen kannst. Das klingt wirklich warm. Genau. Und Sprache kann warm sein, auch wenn sie einfach ist. Jetzt machen wir eine kleine Übung zusammen. Ich spiele jemanden, der ein Problem hat. Du reagierst. Ich habe gerade einen schlimmen Tag. Es ist wirklich viel gerade. Oh, das tut mir leid. Möchtest du darüber sprechen? Sehr gut, weiter. Ja, vielleicht. Es ist mit meiner Arbeit. Ich weiß gerade nicht weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Ich bin da, wenn du reden willst. Perfekt. Das ist ein echtes Gespräch. Kurz, klar und empathisch. Ich merke, dass diese Sätze wirklich helfen. Genau. Denn Sprache ist nicht nur Information. Sprache ist auch Verbindung. Und wenn du diese einfachen Sätze kennst, kannst du wirklich für andere da sein. Auf Deutsch. Das ist eigentlich das Schönste an einer Sprache. Sehr schön gesagt. Genau das ist es. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. In unserem Sprachlernprogramm arbeiten wir genau an solchen Themen. Echte Gespräche, echte Situationen, nicht Grammatik aus dem Buch, sondern Deutsch, das wirklich funktioniert. Wenn dich das interessiert, schau gerne in die Kommentare. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge. Ich bin gespannt auf die Zusammenfassung. Perfekt. Dann gehen wir zum Ende. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Lass uns alles noch einmal zusammenfassen, denn heute war wirklich viel drin. Ja, ich habe wirklich viel gelernt. Und ich merke, dass Probleme auf Deutsch gar nicht so schwer zu beschreiben sind. Genau, das ist der wichtigste Punkt. Du brauchst keine komplizierten Sätze. Du brauchst einfache, klare Wörter. Lass uns zusammenfassen. Im ersten Teil hast du gelernt, wie du sagst, dass es dir nicht gut geht. Einfache Einstiegssätze wie „Es geht mir nicht so gut“. „Ich habe gerade viel Stress“. „Es ist gerade viel“. Diese Sätze helfen mir wirklich ehrlicher zu antworten. Genau. Denn ehrlich sprechen ist besser als immer gut zu sagen, auch wenn es nicht stimmt. Dann haben wir gelernt, wie du dein Problem genauer beschreibst. Du sagst, was das Problem ist, du sagst, wie du dich fühlst und du bleibst trotzdem kurz und klar. Ich habe Probleme mit meiner Arbeit. Das macht mich nervös. Ich weiß gerade nicht weiter. Perfekt, genau so. Dann haben wir besprochen, wie du um Hilfe bittest. Kannst du mir helfen? Hast du einen Moment für mich? Ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann. Und das Wichtigste, es ist okay zu sagen, dass man noch lernt. Genau. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist Mut. Und dann haben wir noch gelernt, wie du reagierst, wenn andere ein Problem haben. Du zeigst, dass du zuhörst. Du fragst, ob die Person sprechen will. Und du bist einfach da. Ich bin da, wenn du reden willst. Sehr gut, dieser Satz bleibt. Und jetzt kommt deine Aufgabe, für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Denk an eine Situation aus deinem Leben. Eine Situation, in der du ein Problem hattest oder gerade hast. Und jetzt beschreibe diese Situation auf Deutsch mit den Sätzen, die du heute gelernt hast. Es muss nicht perfekt sein, es muss nur echt sein. Das kann ich machen. Sehr gut. Und wenn du willst, schreib es in die Kommentare. Ein paar Sätze reichen völlig. So sehen wir, dass du wirklich dabei bist. Und andere Lernende können von dir lernen. Ja,
Das motiviert wirklich. Genau. Lernen passiert nicht nur hier im Podcast. Es passiert auch im Austausch mit anderen. Und noch eine letzte Sache. Wenn du wirklich Deutsch sprechen willst, nicht nur verstehen, sondern wirklich sprechen. In echten Situationen, über echte Themen wie heute, dann schau dir unbedingt unser Sprachlernprogramm an. Wir arbeiten dort genau an diesen Momenten. Wie du reagierst, wenn du nervös bist, wie du sprichst, wenn du keine Wörter findest, wie du Verbindungen aufbaust auf Deutsch. Den Link findest du in den Kommentaren. Das klingt nach genau dem, was ich brauche. Sehr gut. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran, dein Deutsch muss nicht perfekt sein. Es muss nur echt sein. Danke dir, Paul. Das war heute wirklich hilfreich. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.